Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Themen, die wir haben: Swift, der Absturz in Litauen, wir erinnern uns, da gibt es neue Informationen. Lufthansa an der Spitze, da bringen sich wohl Leute in Position, um Carsten S. aus M zu ersetzen. Also jetzt nicht heute, nicht morgen, aber auf Langfrist. Dann verlieren wir bei den 380ern das altbekannte Lufthansa Spiegelei-Design. Aber es lässt uns natürlich dann auch auf den Blick fokussieren für, komische Formulierung, wie ich das mache, ne? Also auf jeden Fall fokussieren wir uns auf die neuen Strecken ab Frankfurt und München im Sommerflugplan. Und ganz, ganz wichtig, American Express am Ende, da gibt es eine Aktion für den einen oder anderen. Es ist keine amerikanische Aktion. Also insofern keine US-Kreditkarte, deutsche Kreditkarte. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, in die School-Gruppe zu kommen und macht da euren Aufschlag. Danke dafür. Ja, was machen wir weiter? Wir fangen einfach an. Erstes Thema, was wir haben, sind die Lufthansa A380er. Die Lufthansa A380er bekommen ja quasi jetzt das Rebranding. Das war anfangs nicht geplant. Heißt also bis 2028, ein bisschen Zeit ist jetzt noch. Denn nur 3 von den 8 Aktiven tragen das neue Kleid. Heißt also im Prinzip dann weißen Kranich auf dem blauen Hintergrund. Das sind die Mike Bravo, Mike Charlie und die Mike Kilo. Und die ganze Registrierung ist Delta Alpha India immer und dann Mike Bravo, Mike Charlie, Mike Kilo. Die restlichen 5, das wäre die Mike Alpha, die Mike Hotel, Mike Lima, Mike Mike und Mike November. Heißt, dass man ursprünglich ja nur 2 Maschinen, die nach München gehen sollten, dort geplant waren, dieses Jahr zu machen. Aber nun steht fest, alle 8 werden bis spätestens 2028 im Rahmen der Lackierung, die immer ansteht, neu umlackiert auf die neue Corporate Identity. Alle 8 sind dann quasi im Team Lufthansa und die alle 8 sind ja auch reaktiviert. Was passiert noch mit den 380ern? Die 380er bekommen ja die neue Business Class, den Vantage XL-Sitz und die Kabinenumrüstung startet ab Februar 2026. In der Economy Class die Austauschreihe der Monitore, das ist schon im Gange und passiert. Ja, was heißt das für euch als Vielflieger? Eigentlich gar nichts. Im Prinzip ist es nur, dass das Kleid sich ändert, die Farbe der Livery ändert sich. Heißt also, wenn man das Spiegelei, den klassischen Kranich auf dem gelben Grund sehen möchte, muss man sich bis 2028 beeilen. Und dann natürlich auch, dass man dann nicht mehr mit dem Retro-Kabinenprodukt belästigt wird, sondern mit den Vantage-Sitzen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wo fliegen die A380er hin. Die A380er fliegen von München, immer von München, nach Bangkok, nach Boston, nach Delhi, nach Los Angeles, nach New York und nach Washington. Heißt also, das sind die Ziele. Aber wenn wir uns jetzt schon die neuen Routen angucken, ab dem Münchner Flughafen, können wir ja eigentlich auch uns den gesamten Sommerflugplan als zweites Thema angucken, wo es neue Ziele gibt. Und da ist jetzt ab 30. März ja Attacke, dann gilt der neue Sommerflugplan. München hat 216 Ziele in 68 Länder, Frankfurt hat 275 Ziele in sogar 91 Länder. Schwerpunkt ist Asien, Südamerika, aber auch innerdeutsche Verbindung. München mit den 380ern hatte ich euch ja genannt. Denver ist ja neu ab April. Dann gibt es neue, aber auch Langstrecken, die nochmal ein bisschen ausgebaut worden sind. Das ist Cathay Pacific, die fliegen wieder 4-mal pro Woche mit einem 350 nach Hongkong. Vietnam Airlines Hanoi fliegen 3-mal die Woche von München aus. EVA Air mit einer neuen 787 nach Taipei ab dem 17. Mai. Etihad geht 2-mal nach Abu Dhabi raus. Ja, da gibt es auch Neuigkeiten, die haben sich wohl ein bisschen mit Air France KLM überworfen. Da ist auch das Interlining, aber das ist nur eine Randbemerkung. Dann geht es weiter mit der SCAT Airlines neu nach Schymkent in Kasachstan und dann natürlich auch die Discover Airlines mit den 330ern 3-mal pro Woche nach Orlando, Windhoek und nach Calgary. Neue Europastrecken sind auch, und zwar EasyJet 2-mal täglich nach Rom, Fiumicino, ITA Airways 2-mal nach Mailand, Linate, Sky Alps nach Mostar,
zweimal Transavia France, fliegt 3-mal pro Woche nach Paris-Orly. SAS nach Kopenhagen jetzt 2-mal täglich. Pegasus nach Istanbul und zwar nach SAW bis 25 Mal pro Woche. Das müsst ihr euch auf der Zunge sehen lassen. 25 Mal. Condor fliegt 2-mal Frankfurt-München plus ein bisschen Griechenland und Kanaren als Ausbau. Heißt also, wir sind schon in Frankfurt. Heißt, ab Frankfurt fliegt Condor nämlich auch neue Strecken. 2-mal pro Woche Panama-Stadt, Johannesburg, Bangkok. Sogar 5-mal pro Woche als Erhöhung. Und Weiterflug an 3 Tagen nach Sanya in China ab Juli und Air Astana fliegt 3-mal pro Woche nach Almaty in Kasachstan. EasyJet kehrt zurück mit Rom und Mailand ab Frankfurt. Condor geht neu nach Berlin, nach Hamburg, nach München, nach Zürich, nach Wien, nach Paris, Prag, Mailand. Hatte ich ja gesagt mit München. Air Dolomiti fliegt nach Figari auf Korsika. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Discover Airlines fliegt nach Kefalonia und Kalamata. Kalamata ist sehr gutes Olivenöl. Das nur für den Insider. Also wisst ihr, es ist Griechenland. Lufthansa fliegt nach Bydgoszcz in Polen, wieder im Programm ab Ende April, nach La Messia Terme in Italien 2-mal pro Woche. Und damit ist es so, dass ihr damit natürlich relativ gut informiert seid, wie es mit dem Thema weitergeht. Dann muss ich sagen, ich habe was hier falsch reinkopiert und zwar von der Kreditkarte. Das kommt erst danach, das Thema. Da müssen wir uns erstmal beruhigen, denn das Thema, was wir zuerst haben, das ist die Nachfolge von dem Kollegen Carsten S. aus M. Viele von euch wünschen sich ja einen Nachfolger und sagen, Carsten S. aus M. ist schuld an den ganzen Miseren bei der Lufthansa mit den Tarifierungen, dass man mit den Piloten sich nicht einigt, dass man mit den Kunden nicht happy ist, also die Kunden mit ihm nicht happy sind und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es so, dass sich dort neue Leute in Positionen bringen, die mögliches Potenzial auf die Nachfolge von Carsten S. aus M. haben. Und zwar ist der Vertrag von Carsten S. ja schon seit 2014, also der ist über 10 Jahre dabei. Bis 2028 läuft sein Vertrag, dann endet er und er ist über 60 Jahre alt, dann ist er 62 Jahre alt. Warum ist das wichtig? Weil 2023 diese Vorstandsregel 60 Jahre aufgeweicht worden ist und so angepasst ist, dass also theoretisch die Verlängerung möglich wäre. Jetzt fragt ihr, wer kann denn Nachfolger werden? Nachfolger wäre Alexis von Hönsbruch. Ja, viele kennen ihn. Entweder zum Beispiel wart ihr ja zusammen in Wien bei dem Event, wo er dabei war, oder aber auch von seiner Zeit bei der Lufthansa Group, als er bei Austrian und davorher natürlich bei der Lufthansa Cargo war als CEO. Jetzt ist er ja bei WestJet in Kanada als CEO. Hat einen sehr, sehr angenehmen Führungsstil, sehr nahbar sogar und auch sehr beliebt. Er bringt natürlich damit Erfahrung in den Lufthansa-Vorstand rein. Warum? Weil er, beziehungsweise Aufsichtsrat, um genau zu sagen, weil er Aufsichtsrat ab Mai 2025 wird. Und er hat halt dieses, ja, ich sag jetzt mal verlorene Kind-Image, weil er hat ja gesagt, dass seine Geschichte bei der Lufthansa vorbei ist. Aber man soll niemals nie sagen, der Stint in Kanada, wo er ja mit 737ern übrigens auch erfolgreich mit der WestJet operiert, also Max, ne? Ist es so, dass er, wenn er zurückkommt, vielleicht die Brille auch etwas internationaler und anders sieht, als sie Carsten S. aus M. sieht. Aber er ist nicht der einzige Contender, wie man im Englischen sagt, der einzige, der da Gas geben kann, sondern auch Dieter France, ehemaliger CEO von der Swiss. Der ist ja seit 2024 Konzernvorstand für globale Märkte und kommerzielle Steuerung. Ich muss es ablesen, weil es ein Zungenbrecher ist. Dann haben wir noch in Brüssel die Statthalterin Dorothea von Boxberg, die ja auch gleichzeitig die Speerspitze ist bei der EU, wenn es um Lobbying geht. Gilt auch als sehr ernstzunehmende Kandidatin intern, gerade als Frau. Ihr wisst ja, hat sie da natürlich Vorteile. Jens Ritter ist aktueller CEO von Lufthansa Airlines, also nicht von der Lufthansa Group, und wäre wie Spohr ein direkter Ausstieg aus der Passage. Aber wichtig ist, dass man jetzt mehrere Leute parallel aufbaut, damit man nicht auf einmal sagt, man hat nur einen, muss den dann nehmen oder die nehmen, sondern man hat mehrere Kandidaten, die man aufbaut, die man dann erfolgreich nehmen kann. Denn Spohr setzte sich ja 2014 gegen interne und externe Kandidaten durch. Damals gab es ja noch den Kollegen Hohmeister, der ja für den Posten
in Frage kam. Garnat, Gel und Obermann. Vielen von euch sind die Namen ja auch gar kein Begriff. Wobei ich ehrlicherweise sage, Obermann und Gel habe ich irgendwie verpasst. Dann kann man natürlich jetzt einfach mal gucken, wer da von der Lufthansa am besten geeignet wäre. Ihr könnt ja auch als Frage des Tages beantworten, wer aus eurer Sicht da der geeignete Kandidat wäre, wen ihr euch wünscht. Ich persönlich, ich denke mal, Alexis wäre eine sehr, sehr gute Wahl. Also das müsste man so aus meiner Sicht, denke ich, so sagen. Ja, dann haben wir noch ein Thema, was eher in den Bereich der Traurigkeiten fällt. Das ist ja der Absturz gewesen von der Swift Air in Litauen am 25.11.2024. Der Flug DHL 18D, also ihr wisst, es handelt sich um einen Cargoflug, hat mit einer Boeing 737-400 eine Crash-Landing gehabt von Leipzig aus nach Vilnius. Und es ist ein Wohngebiet in der Nähe von Vilnius gewesen, wo die Maschine dann abgestürzt ist. Und es gab ein Todesopfer als Crewmitglied, 3 Verletzte, die Spanier, Deutschen, Litauer. Und ja, das ist natürlich relativ schwierig. Jetzt im März gab es den ersten Untersuchungsergebnisse und der Verdacht ist halt wirklich, dass der Pilotenfehler eine wahrscheinliche Ursache ist, denn vermutlich die Aktivierung des Hydrauliksystems für die Landeklappen. Folge natürlich Kontrollverlust und Absturz. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man das sagen? Ganz einfach deshalb, es gibt ja Beweismittel und da gibt es den sogenannten FDR, den Flight Data Recorder und den CVR und Zeugenaussagen und natürlich auch Crew-Befragungen. Die Theorie ist halt, dass es keine Hinweise auf Manipulation oder technische Sabotage gab und natürlich die Unfallstellenanalyse. Viele sagten ja dann auch damals, wer weiß mit den Paketen. Und ich hatte das ja auch in den Raum gestellt, weil damals war es echt ein Thema, weil es in Leipzig da ja zu Bombenfunden kam. Und deshalb muss man halt wirklich da gucken, was da wirklich war. Aber die spanischen Behörden sollen die Ermittlungen gegen den in Behandlung befindlichen Piloten aufnehmen und da nochmal weiteres Licht ins Dunkel bringen. Ihr könnt ja weiter unten schreiben zu all den Themen, die wir haben. Aber jetzt kommt ein Thema, was wir auch beachten müssen. Und zwar ist das American Express Business Goldkarte mit 75.000 Punkten als Welcome Bonus. Heißt also, Zielgruppe. Klar, Businesskarte ist nur für selbstständige Freiberufler, also Unternehmer. Die Jahresgebühr sind 175.000, aber 175 Euro. Auf jeden Fall ist das erste Jahr beitragsfrei und der Willkommensbonus sind 75.000. Bedingungen sind 25.000 Euro Umsatz in 6 Monaten. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Dollar sage, weil ich nur mit amerikanischen Kreditkarten arbeite. Wenn man die Punkte sammelt, ist es also 1 Punkt pro Euro Umsatz. Der Turbo, den kann man auch einschalten, heißt also plus 1 Punkt pro 2 Euro für 15 Euro pro Jahr bis zu 40.000 Umsatz. Dann gibt es natürlich auch Partner, zu denen man wechseln oder tauschen kann, die Punkte. Das sind 5:4 zu Avios, Flying Blue, Asia Miles, Emirates, Etihad. Zu Delta ist es 3:2, zu Payback ist es 3:1. Vom Payback kann man dann 1:1 zu Miles & More gehen. Und Hotels sind 1:1 Hilton, Marriott 3:2, Radisson sind 1:2. Ihr seht hier schon, wenn man es mit amerikanischen, ich kann mir den Vergleich nicht verkneifen, mit amerikanischen Kreditkarten vergleicht, zumal es da auch mit der Goldkarte, glaube ich, sogar 150.000 Punkte gibt. Da ist es so, was haben wir denn da? Haben wir ein bisschen noch Essen gefunden? Auf jeden Fall ist es so, dass es in den USA 1:1 wäre. Und die Avios haben auch ab und zu eine 1:1,3, also 30% Bonus. Deshalb vielleicht für den einen oder anderen doch eine amerikanische Kreditkarte. Reiseversicherungen sind natürlich auch dabei. Weitere Vorteile sind 100 Euro. Ich habe es euch gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht Dollar sage. 100 Euro Dell-Guthaben pro Jahr, zweimal 50 Euro pro Halbjahr. Bis zu 99 Zusatzkarten kostenlos, Apple Pay, Google Pay, Integration, hoher Verfügungsrahmen bei guter Bonität, Pauschalversteuerung der Punkte ist natürlich durch Amex, heißt also, ihr müsst da nichts versteuern. Ist ein attraktives Angebot für Unternehmer, aber auch wenn ihr Vielflieger seid, ist es durchaus eine interessante Karte, wenn ihr nicht den Schritt über den Atlantik gehen wollt und da eine amerikanische Karte haben wollt. Und natürlich jetzt das Angebot anzunehmen. Ich gebe euch keinen Link, weil ich mit solchen Sachen
kein Geld verdienen möchte. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass ihr mit amerikanischen Kreditkarten wesentlich besser fahrt. Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. 15 Minuten haben wir voll gemacht. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, in die School Community zu kommen. Und last but not least, ich freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Also, danke und ich werde heute 2 Webinare machen. Und zwar einmal für die Gruppe, die nach Los Angeles kommt und das andere ist amerikanische Steuererklärung für alle, die eine LLC haben. Sind schnelle Dinge heute. Also, danke, bis dann, bis morgen, ciao. Ach ja, hier ist der Knopf.